Ich nutze jetzt seit einigen Monaten schon das Carpurite W702 als Monitor für meine Navigation an meinem Roller. Und heute stelle ich euch ein Update vor. Es gibt nämlich eine neue Version. Und für alle, die meine letzten Videos zu dem Gerät noch nicht gesehen haben, was ist der W702? Das ist ein Apple CarPlay Gerät, also ein Touchscreen-Monitor, der mit dem Smartphone verbunden wird und der dann die wichtigsten Programme über den Touchscreen abrufen kann, wie Navigation, Telefonieren, Musik hören. Also viele ganz sinnvolle Sachen. Und man muss das Smartphone jetzt nicht mehr irgendwo am Lenker festmachen, wo es ja doch immer gefährdet ist, dass die Kamera vielleicht beschädigt wird durch die Vibrationen, sondern man kann es einfach in die Tasche packen. Da ist es wassergeschützt, vibrationsgeschützt und alle Funktionen werden über dieses Display gesteuert. Einmal verbunden, verbindet sich es immer wieder automatisch, wenn man das Gerät einschaltet. Ich habe das über USB an meinen USB-Port angeschlossen und ich habe natürlich ein sehr großes Display. Das ist ein 7 Zoll hier. Das ist natürlich weitaus größer als jetzt so ein, hier ist mal ein Vergleich, ein Smartphone. Man hat einfach eine größere Sichtfläche und natürlich gerade was die Bedienung angeht, das ist sehr leicht. Ich kann das mit Handschuhen bedienen, funktioniert einwandfrei. Ich werde euch jetzt heute das Update vorstellen von dem W702. Auch der 502 wurde abgedatet und zwar den W702 Pro. Carpurite war so nett, mir das Gerät zum Testen zur Verfügung zu stellen und heute stelle ich es euch mal vor. Aber bevor ich euch alle Funktionen genau erkläre, die neuen, packen wir es erstmal zusammen aus. So, dann schauen wir mal, was in der Packung drin ist. Ich nehme mal an, der Lieferumfang wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei der letzten Version. Verpackung ist wieder sehr schön gemacht, hier mit dickem Schaumstoff, damit da auch nichts kaputt geht, wenn man das Ganze zugesendet bekommt. Dann haben wir als erstes natürlich hier das Display und hier unten ist dann das ganze Zubehör. Hier haben wir einmal so einen Befestigungsblock, der hinten am Gerät festgeschraubt wird. Der ist, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Gerätehalterung am Fahrzeug hat, bei Motorrädern ganz oft. Dann haben wir einen kleinen Schlüssel hier und der ist für die Rim-Mount-Halterung. Das ist diese hier. Das heißt, wenn ihr am Motorrad das Ganze am Lenker befestigen wollt, dann wird es hier einfach angeschraubt. Passender Schlüssel mit dabei. Hier seht ihr schon mal, wie das jetzt normalerweise aussieht. Wenn man das befestigt und ihr lasst am Fahrzeug, kann das natürlich jeder ganz schnell entfernen und mitnehmen. Ich nutze da diese Rim-Mount-Halterung hier, die nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen ist. Dann haben wir natürlich die notwendigen Kabel mit dabei. Einmal hier zum Anschließen an die Batterie mit einer Sicherung, rot-schwarz. Das hier ist immer das Kabel, was dann hinten ans Gerät rangemacht wird. Sieht so aus, einfache Steckverbindung. Und dann wird das Ganze zugeschraubt, ist dann auch feuchtigkeitsgeschützt. Hatte ich auch bisher null Probleme, funktioniert wunderbar. Das ist also die eine Möglichkeit, wenn ihr es fest installieren wollt, an die Batterie. Zweite Möglichkeit, was mitgeliefert ist, ist immer das USB-Kabel, Standard-USB mit auch diesem Adapter wieder vorne dran. Dann haben wir eine Ersatzsicherung. Hier sind alle Schrauben, um das Ganze zu befestigen. Und wir haben natürlich noch eine Anleitung auf Englisch. Die ist auch relativ simpel, also leicht verständlich. Das ist also jetzt der gesamte Lieferumfang. Alle Kabel, die wir benötigen, USB- oder Batteriekabel, Beschreibung, das Display, Halterung für den Lenker, um die Rim-Mount zu nutzen oder halt ein Gerätehalter, die dazugehörigen Schrauben, Sicherung, Schlüssel und die Betriebsanleitung. Alles wie vorher. Ja, dann komme ich jetzt mal zu den Neuerungen des W702 von Carpurite. Also äußerlich hat sich nichts verändert, aber die erste Sache, die neu ist, und das war auch eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat beim letzten Mal, gerade als ich jetzt in der Alpenregion unterwegs war, bin ich natürlich oft durch Tunnel gefahren. Und das Display an meinem Roller, an dem Sondes, das verdunkelt sich automatisch, also in den Tunnel rein, dann wurde das ein bisschen dunkler vom Hintergrundbild. Das Carpurite war immer hell. Jetzt haben sie eins eingebaut und zwar ist das hier vorne, ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sehen kann, da ist so ein kleiner Punkt und das ist ein Lichtsensor. Das heißt, jetzt kann man das aktivieren, das zeige ich euch nachher mal auf Automatik und dann dimmt das Display sich automatisch runter, wenn man durch den Tunnel fährt oder auch nachts fährt. Jetzt also endlich beim Pro-Gerät auch ein Lichtsensor drin, der in Dunkelheit das Ganze abdimmt. Die zweite Sache, die vielleicht als kleines Gimmick mit drin ist, das Gerät hat jetzt einen Kompass und ein Barometer. Kompass, ich weiß nicht, wer mit dem Kompass fährt, aber als Gimmick ist es mit drin. Barometer, okay, da seht ihr die Höhe, in der ihr gerade seid. Das ist vielleicht noch okay, aber ein Kompass, na gut, ist ein kleines Gimmick, ist mit drin. Eine Sache, die auch neu ist, und das finde ich auch sehr praktisch, gerade für die Leute, die viel mit dem Sozius fahren. Man kann jetzt 2 Intercoms mit dem Gerät verbinden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit,
Fahrer und Beifahrer damit zu verbinden. Beide können dann Musik hören. Man kann miteinander sprechen. Gegensprechanlage funktioniert. Das werde ich auf jeden Fall auch mal testen, wenn ich das nächste Mal mit Sozius fahre. Ist aber wirklich toll, weil normalerweise ist es so, dass der Sozius immer nicht die Musik hört. Zumindest habe ich es nie hingekriegt. Also mit meinen Cardos soll es eine Funktion geben, aber die hat nie richtig gut funktioniert, dass man dieses Music Sharing machen kann. Jetzt ist es natürlich so, wenn das beides über Bluetooth mit dem Gerät hier gekoppelt wird, wäre das natürlich toll, wenn man die Gegensprechfunktion und auch Musik hören dann teilen kann. Ich werde euch auch gleich mal zeigen, wie die Verbindung dann funktioniert mit den Intercoms. Also das ist eine tolle Sache für die, die sich halt während der Fahrt mit ihrem Sozius unterhalten wollen und gemeinschaftlich Musik hören wollen. Aber jetzt mache ich das Gerät einfach mal an. Ich habe ein Akku-Pack hier. So, dann gehe ich mal kurz die Funktionen durch. Ich habe hier oben das iPlay, Android Auto, Audio Input. Hier oben haben wir dann den Kompass und das Barometer. Den Kompass muss man erst noch kalibrieren. Höhenmeter 220 Meter. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Dann haben wir hier Telefonieren, Musikfunktion, hier ist die Card-Funktion, wenn wir da eine Karte drin haben. Und ich gehe jetzt erstmal in die Settings rein, werde erstmal die Sprache auf Deutsch stellen. Das erste, was wir natürlich machen müssen, ist eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen. Ich gehe jetzt hier mal auf Bluetooth, machen wir mal die Discover-Funktion an und gehen auf Suche. So, Bluetooth-Suche hat stattgefunden. Jetzt habe ich hier unten das Copyright, gehe auf das Gerät zum Verbinden. Jetzt sagt er mir den Passkey an, der ist auf beiden Geräten gleich. Ich koppeln und er darf gerne meine Kontakte mit importieren. Und jetzt fragt mein Smartphone nochmal nach, ob ich das Ganze mit CarPlay verbinden möchte. Natürlich, das möchte ich. Und jetzt muss ich alles, was er hier macht, erlauben, damit alle Funktionen gewährleistet sind. Das war's schon. Ich habe jetzt hier oben das Autozeichen bei meinem Smartphone drin, kann das beiseite legen. Und wie ihr seht, jetzt habe ich hier schon CarPlay aktiviert mit allen Funktionen. Ich habe Telefon, Musik, Karten, Nachrichten. Hier ist dann die Musik, die jetzt läuft. Amazon Music ist bei mir noch mit drauf. Car Home, da komme ich dann wieder an die Grundeinstellungen ran. Und wenn ich auf CarPlay gehe, komme ich hier ran. Ich kann noch zur Seite scrollen. Hier ist jetzt noch mein Spotify, Kalimoto, Google Maps. Diese ganzen Apps kann ich mir dann in der Reihenfolge sortieren, wie ich es haben möchte. Ich mache mir also die wichtigsten immer vorne auf die Startseite. Wenn ich hier unten drauf klicke, dann komme ich auf die Splitscreen-Ansicht. Ich habe also dann auf der einen Seite die Karte, auf der anderen Seite Musikwiedergabe und kann dann auch wieder natürlich in die Vollansicht gehen. Ich möchte jetzt aber erstmal zurück und werde mir jetzt mal angucken den Audioausgang. Das ist nämlich das Neue und da sehen wir es jetzt. BT Trans, das ist Bluetooth Trans. Ich kann auch auf diese Funktion hier gehen, auf iPlay. Dann würde das Smartphone sämtliche Audiosignale an meinen Helm senden und nicht über dieses Gerät. Wenn ich aber jetzt das Kommunikationssystem oder beide Kommunikationssysteme über das Copyright laufen lassen möchte, dann muss ich hier unten BT Trans aktivieren. So, ich habe jetzt meine Intercoms einfach mal mitgenommen. Helm dazu brauche ich nicht zwingend. Gehe nochmal in die Funktion. Ich gehe jetzt mal in den Bluetooth Pairing Mode hier. Lange drücken, dann blinkt es hier. Jetzt habe ich hier schon, da sieht man es sehr schön, Nummer 1 ist PackTalk Black. Gut, dasselbe mache ich mit meinem zweiten Gerät. So, und jetzt hat er alle beiden gefunden. So, ich mache jetzt mal PackTalk Black, ist aber mein 1. Da klicke ich auf, jetzt ist das hier, das Black verbunden und Marcado ist dann die 2. Zack. Und jetzt habe ich beide Geräte hiermit verbunden und beide sollten jetzt auch miteinander kommunizieren können. Und wenn ich Musik abspiele, dann höre ich das auf beiden Helmen, also auf beiden Intercoms. Tolle Sache. Also das ist eine super Funktion, wenn man viel mit Sozius fährt. So, jetzt gehe ich mal hier oben rein und das ist jetzt die Helligkeitsfunktion. Hier vorne, da schalte ich die automatische Regelung ein. Und wenn ich jetzt hier mal über den Sensor rübergehe und tue mal so, als wenn es dunkel wird, und jetzt seht ihr, verändert sich automatisch hier die Helligkeit. Also das ist eine tolle Sache, wenn man halt öfter mal nachts fährt oder wenn man halt durch einen Tunnel fährt, dann hat man immer diese automatische Helligkeitsanpassung. Hier oben habe ich noch die ganzen Lautstärke-Einstellungen für Musik, Mikrofon etc. Hier an der Seite ist noch ein Equalizer, wo ich mir noch den Ton selber einstellen kann. Auch sehr praktisch. Ja, und das sind so jetzt die grundlegenden Änderungen, die neuen. Ansonsten alle Funktionen gleich geblieben zum Vorgängermodell. Neu halt nur Lichtsensor. Dann halt die Möglichkeit, sich einen Kompass anzeigen zu lassen und die Höhe. Und dann natürlich jetzt hier die Möglichkeit, 2 Intercoms mit dem Copyright zu verbinden. Also tolle Neuerung. Ich werde jetzt natürlich mal rausgehen und das Ganze auch mal anbauen.
Ja, das Wetter spielt nicht so ganz mit heute. Es hat gerade geschneit. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mal schnell das neue Carpurite W702 Pro anbauen. Ich habe jetzt zurzeit gerade das 5 Zoll dran. Und hier sieht man jetzt schon relativ deutlich den Unterschied. Jetzt kann ich gleich mal die Wasserdichtigkeit prüfen. Es ist schon wirklich um einiges größer. Einmal das Kabel hinten abmachen. Das habe ich mir hier hinten durchgelegt. Geht dann unten zum USB-Stecker runter. Und dann mit dem Spezialschlüssel einfach hier die RAM-Mount-Klemme lösen. Dann nimmt man das neue einfach rein. Wieder leicht anziehen erstmal. Ich versuche es natürlich so im gleichen Winkel anzubringen, wie das Fahrzeugdisplay ist. So passt gut. So, und jetzt einfach wieder mit dem Schlüssel einfach hier hinten wieder anziehen. So, und das kann man jetzt wirklich schön fest auch anziehen mit dem Schlüssel hier. Zack, so, da bewegt sich nichts mehr. Und jetzt kann man hier auch nichts mehr bewegen. Wenn man dreht, dann dreht man nur die äußere Hülle von dem Schlüssel dort. Und jetzt einfach das Kabel wieder rein, festschrauben, damit es Feuchtigkeit geschützt ist. Ja, ihr seht schon, 2 Minuten und das Ganze ist fertig. Ich glaube, ach ja, hier ist noch diese Schutzhülle drauf. Die können wir mal abmachen. So, alles schön nass geworden. Ja, aber ihr seht, das ist wirklich in ein paar Minuten gemacht. Ich habe jetzt hier hinten so eine spezielle RAM-Mount-Schraube drin. Die gibt es als Zubehör, habe ich die geholt, ich glaube bei Alibaba. Gleich mit so einer Abdeckung hier unten, die dann ein Loch drin hat. Und dann ist einfach nur eine Schraube und oben ist eine RAM-Mount-Kugel drauf. Aber da kann man halt alles Zubehör, was man so mit RAM-Mount befestigen kann, dran festmachen. Okay, dann starten wir mal. Einmal Fahrzeug an. Und jetzt müsste normalerweise... So, Fahrzeug an, Motor läuft, Carpurite geht an. Mal schauen, ob es sich jetzt verbindet auch wieder. Da oben ist CarPlay-Symbol und ja, funktioniert. Also ihr seht, das geht automatisch. Ich habe das ja vorhin, als ich drin war, schon verbunden. Dann alle Geräte ausgemacht, jetzt wieder angemacht und automatisch verbindet sich das Carpurite mit dem Smartphone. Und jetzt kann ich halt hier irgendwie Navigation mehr raussuchen. Wunderbar, Navigation habe ich gerade eben gestartet. Ein Ziel eingegeben. Starten wir mal. Wunderbar, das funktioniert. Gehe ich mal in Splitscreen, auch wunderbar, habe meine Navigation drauf und auf der rechten Seite dann Fallnavigation oben, unten die Musikanzeige. Gehen wir mal in die Einstellungen rein. Audioausgang funktioniert einwandfrei. Ich habe also jetzt auf meinem Intercom die Musik drauf und natürlich auch die Ansagen vom Navi. So, jetzt gucke ich mal den Lichtsensor. Wenn ich jetzt hier den Lichtsensor mal zuhalte. Ach, guck mal. Dann dimmt das Display sich runter. Jetzt nehme ich den Finger weg und Display wird wieder heller. Also das funktioniert einwandfrei. Da seht ihr diesen kleinen Punkt, das ist der Lichtsensor. Zuhalten und es geht runter. Wunderbar. Also bei Tunnelfahrten nichts mehr mit Blenden. Finger weg und es wird wieder hell. Einwandfrei. Das funktioniert. Wird wie gesagt hier in den Einstellungen eingestellt. Und zwar hier oben, wenn ich auf Licht gehe. Jetzt bin ich auf voller Leistung und da vorne ist die Automatikfunktion aktiviert. Bei der letzten Version war es so, dass die Bluetooth-Funktion, wenn man Musik gehört hat und die Ansagen kamen, von der Verbindung nicht immer super top war. Da habe ich dann lieber den Weg gewählt, das Smartphone mit dem Intercom zu verbinden und jetzt nicht über das Carpurite zu gehen. Das wurde jetzt aber verbessert, von daher sollte es jetzt funktionieren. Ich höre auch gut Musik auf dem Intercom, also das geht. Keine Störungen, sodass man jetzt also die Schleife über das Gerät machen kann, also Smartphone verbunden mit dem Carpurite W702 Pro und von da aus dann ans Intercom. Ansagen kommen gut durch, Musik gut zu hören, also Bluetooth-Funktion einwandfrei. Ich werde jetzt natürlich demnächst nochmal testen, wie das Ganze dann funktioniert, wenn ich mit einer Sozia fahre. Ob dann beide auch eine gute Verbindung haben und zusammen Musik hören können und ob dann natürlich die Gegensprechfunktion auch super funktioniert. Das werde ich also nochmal testen. Eine super Sache ist, es gibt immer noch einen Rabattcode für das Gerät. Das heißt, wenn ihr das kaufen wollt und daran interessiert seid, ist es unten ein Link in der Beschreibung. Und wenn ihr da den Rabattcode Scuderia eingebt, dann habt ihr 30% Rabatt. Das ist eine ganze Menge. Und diese RAM-Mount-Klemme mit dem Spezialschlüssel, das ist wirklich eine gute Sache, um das Gerät, wenn man es am Fahrzeug lassen möchte, vor langen Fingern zu schützen. Ansonsten kann man natürlich auch die Schraube einfach abmachen. Hinten ist ja in einer Sekunde abgemacht. Es geht super schnell. Einmal drehen, rausziehen und dann nimmt man das Gerät mit. Ja, ich hoffe, die Vorstellung vom Carpurite W702 Pro hat euch gefallen. Wenn ja,
hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ich packe alle Links in die Videobeschreibung unten rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann könnt ihr das ganz schnell finden. Wenn ihr bei dem unfreundlichen und kalten Wetter jetzt noch fahrt, dann fahrt bitte vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.